Church Goes Jazz ist ein Konzertprojekt, bei dem man mittlerweile schon auf 4 unterschiedliche Programme zurückblicken kann. Die 14 jungen Menschen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren spielen moderne geistliche Lieder. Sowie Instrumentalstücke aus altbekanntem Jazzrepertoire, aus Film und Fernsehen und sogar aus Computerspielen. Das Besondere ist vor allem die große Besetzung. Die 8-köpfige Band besteht aus der Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, E-Bass, Klavier und Gitarre. Dazu kommen noch 4 Bläser, eine Klarinette, ein Saxophon, eine Trompete und eine Posaune. Außerdem sorgt ein kleines Gesangsensemble, bestehend aus 6 Sängerinnen, für die menschlichen Stimmen und die Liedtexte. Die Stücke gibt es bereits alle, doch nicht in diesen Versionen. Transkribiert, arrangiert und stellenweise auch komponiert wird das Ganze von dem Gründer und Leiter von Church Goes Jazz, Philipp Rebernig. Was heißt eigentlich arrangieren? Also ich habe meistens von den Liedern, die Lieder, die wir spielen, gibt schon, die werden nicht von mir geschrieben oder so, aber ich habe davon dann nur die Melodie und den Gesangstext und die Akkorde, also die harmonischen Umrisse quasi, die ich aber dann auch oft verändere. Und für mich ist wirklich alles, die Mehrstimmigkeit im Gesang, der ganze Ablauf des Liedes, Basslinien, Bläsersätze, die Solostellen, Schlüsse vor allem. Also ja, es ist wirklich viel Arbeit, aber ich bin verrückt genug, mir das anzutun. Church Goes Jazz. I think it's a great title. I think the title is super because the music is so much more upbeat than the normal traditional church music. Der Titel stiftet bei den deutschsprachigen Österreichern meistens Verwirrung. Go wird oft nur mit Gehen assoziiert, kann aber jede mögliche Bewegung und auch eine Transformation ausdrücken. Church Goes Jazz bedeutet also, die Kirche wandelt sich, lässt sich durch die Musik transformieren, wirft manche alten Traditionen ab und sie selbst wird zum Jazz. Der Titel Church Goes Jazz ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir ja nicht nur jazzige Lieder spielen, sondern alle Musikstile von Pop über Rock, Gospel, Ska, Powerballaden, alles ist dabei. Aber warum ich den Titel dann doch gewählt habe, hat auch vor allem mit meinem Zugang zur Musik zu tun. Nehmen wir jetzt zum Beispiel ein altbekanntes Kirchenlied, Danke für diesen guten Morgen. Man würde das wahrscheinlich in etwa so begleiten. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Ich würde es dann aber eher so spielen.
Jazz passt auch deswegen gut, weil wir in unseren Stücken immer wieder Solostellen haben für die Instrumentalisten. Die sind aber nicht improvisiert, sondern von mir geschrieben und ausnotiert, weil ich arbeite ja mit klassisch ausgebildeten Musikern zusammen. Gerade bei den Bläsern haben wir aber wirklich sehr professionelle, teilweise ausstudierte Musiker dabei und mir macht es großen Spaß, auch die ins Schwitzen zu bringen mit wirklich fast unspielbaren Passagen. Man könnte mir vorwerfen, ich sei ein schlechter Arrangeur, weil ich es nicht schaffe, etwas Leichtes zu schreiben, und das ist vermutlich wahr. Die Auftritte finden vor allem im Osten Österreichs an verschiedensten Orten statt. Besonders das Burgenland und die östliche Steiermark waren bis jetzt ihr Beschallungsgebiet, doch auch in Österreichs größten Städten, Graz und natürlich der Bundeshauptstadt Wien, waren ihre Konzerte bereits zu hören. Die Musik, die zu hören ist 100%ig live. Das einzig Digitale ist eine PowerPoint-Präsentation, auf der während der Konzerte die Liedtexte zum besseren Verständnis mitzulesen sind. Die Gruppe ist für sämtlichen Aufwand selbst verantwortlich. Die Probenarbeit sowie die Konzerte werden selbst organisiert. Der Transport der Instrumente und der Tontechnik, der Auf- und Abbau, alles wird selbst bewältigt. Sogar die Plakate und Flyer sowie die PowerPoint-Präsentation werden selbst entworfen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Die freiwillige Spende deckt die Kosten jedoch nur selten. Auf finanzieller Ebene ist das Projekt ein Verlustgeschäft. Doch der Einsatz der Gruppe ergibt sich aus ihrer Liebe zur Musik. Ein homogener Sound wird von einer Truppe produziert, deren Mitglieder unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Altersunterschied der Jüngsten und Ältesten beträgt über 10 Jahre. Es sind Männer und Frauen gleichermaßen involviert, doch auch im Hinblick auf die musikalische Ausbildung ist die Partie von sehr guten Laien bis hin zu ausstudierten Profimusikern gefächert. Trotz finanzieller Schwierigkeiten wollen diese begabten jungen Musikerinnen nun aber endlich eine professionelle CD aufnehmen. Nach ihren 4 komplett unterschiedlichen Konzertprogrammen, die jeweils bis zu 2 Stunden dauern, haben sie mehr als genug Repertoire, aus dem sie schöpfen können. Die qualitativ hochwertigen Arrangements und ihre brillante Performance sind bis jetzt nur live zu hören gewesen. Nun ist es an der Zeit, ihre Musik für die Ewigkeit festzuhalten, in angemessener Tonqualität. Doch sind die Church Goes Jazz-Mitglieder nur selbst an einer CD interessiert? Wir lassen nun das Publikum zu Wort kommen, welches hierfür extra interviewt wurde. Was halten Sie von Church Goes Jazz? Church Goes Jazz, ja, ein interessantes Musikprojekt von jungen Musikern unter der Leitung von einem Schlagzeuger. Das ist natürlich sehr interessant, weil ich selbst Schlagzeuger bin und die Musik ist sehr rhythmusbetont, sehr gute Solisten auch dabei und auch eine interessante Kombination von Bild, Ton und Musik durch die Multimedia-Show, wo man eben den Text mitlesen kann, und ein sehr interessantes Projekt auch durch den Chor, der mitsingt, und es hat mir sehr gut gefallen, das Konzert. Für mich selbst einmal, weil ich bin selbst ein Musiker, spiele auch mit bei Gruppen, bin bei verschiedensten Vereinen dabei. Für mich ist das Besondere, dass man heutzutage noch so viele Jugendliche findet, die bei solchen Aktionen und Aktivitäten eigentlich mitmachen. Es sind ja nicht nur die 7 oder 8 Auftritte, die ihr im Jahr habt, das müsst ihr das ganze Zeit drüber, also da üben wir, proben und so weiter. Also das ist wirklich so Hut ab, wenn man so viele Leute noch findet, die da mitarbeiten, aktiv mitarbeiten. Es hat mir sehr gut gefallen, vor allem hat mir das gefallen, die jungen Leute, mit welcher Freude dass die dabei sind, und das war einmal ganz was anderes. Also die haben gelebt, also das war wirklich schön. Das war wirklich schön, mit Begeisterung, mit Engagement, es war wirklich schön. Man ist dann rausgekommen, selber sagen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. A lot of the songs were in English, so for me I found that absolutely wonderful. It was more like going home for me in a way, as it were, so it was great. And I think you all did a marvellous job with the composing, and yeah, it was wonderful.
Also ich glaube, die Mischung von Church Goes Jazz aus doch ein paar bekannten Liedern, die man kennt, wo man vielleicht auch gerne mitsingt oder mitschnippt zumindest oder so, und neuen, teilweise sehr emotionalen Liedern. Also ich kann mich erinnern, dass es mich teilweise berührt hat. Also diese Mischung macht, glaube ich, Church Goes Jazz besonders. Es war super. Es ist immer so viel Freude und da steckt wirklich so viel Musikalität dahinter und man merkt dann wirklich, dass ihr alle Spaß habt. Ja, vor allem also eure Leistung und alles ist auch, also mir taugt das Zuhören voll. Das ist echt super. Es macht immer Spaß. Ja, voll. Man sieht da, dass ihr den Spaß dran habt und das finde ich voll wichtig. Wir haben gesehen, dass die letzten Veranstaltungen mit euch sehr erfolgreich waren, sehr gut besucht waren und sehr guten Anklang gefunden haben. Also das haben wir auch durchaus als Feedback auch von der Bevölkerung gehört. Zum Musikalischen finde ich, sind ganz tolle Musiker und Sänger. Das merkt man, wie es arrangiert ist. Also mir gefällt das ganze Arrangement. Ich glaube, da bist du da als der Philipp der Leader und der Arrangeur, der das da großteils dann in die Wege leitet. Man merkt, dass sie das mit der Begeisterung macht und deswegen, ich glaube, so kommt es auch um und deswegen auch diese für mich sehr wertvolle Darbietung auf musikalischer Ebene. Mir gefallen zwischendurch immer ganz gut auch diese Solo-Einlagen und da merkt man, wurscht, ob das jetzt bei den Blechbläsern ist oder bei den Holzbläsern, was so typisch ist, dieses im Jazz, also auch immer wieder so diese Solo-Einlagen, finde ich ganz toll. Also ganz toll gespielt und also wirklich für mich musikalisch sehr wertvoll und gut umgebracht. Die Mädels bei den Gesangsstimmen, also finde ich tolle Stimmen, also sie machen das wirklich genauso exzellent und gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch die Auswahl, wie ihr die unterschiedlichen Stücke, wie ihr das aussucht, also das ist für jeden ein bisschen was drinnen. Also im Großen und Ganzen finde ich, deswegen höre ich mir es auch immer wieder an, weil es für mich wirklich, also diese Konzerte sind für mich immer musikalische Bereicherung, wirklich eine tolle musikalische Darbietung und freue mich eigentlich schon aufs nächste Mal. Es war mit Herzblut. Die Musiker haben mit Herzblut das in einer Können dargestellt und das war echt toll. Ich muss immer meine Beine einschränken, ja, also mir taugt die Musik. Mir gefällt es sehr gut und ich bin sehr froh, dass es das gibt. Ich glaube, es kann jeder was dabei finden und sich ansprechen lassen. Es war schwungvoll und ja, richtig Spaß gemacht zuzuhören. Generell finde ich das sehr toll. Gefällt mir sehr gut. Nach dem ersten Konzert, da kannte ich auch noch nicht, aber habe ich gesehen, wie gut mir es gefallen hat und habe umso kräftiger auch fürs zweite geworben. Mir gefällt vor allem, dass viele jüngere Leute zusammen Musik machen, die ich sehr ansprechend finde und die hoffentlich auch viele andere anspricht. Also ich habe schon einige Konzerte gehört von der Gruppe Church Goes Jazz und für mich ist das sehr erfreulich, dass hier junge Menschen aus ihrem Lebens- und Musikgefühl heraus einfach Verkündigung bringen. Also mir hat besonders gut gefallen, dass sehr viele junge Menschen, die ihre Instrumente beherrschen, abgesehen davon, auch ihre Stimme natürlich beherrschen, abgesehen davon hat man gemerkt, euch macht das Musizieren und das Singen Spaß. Es ist ein Leben dahinter, es ist eine Gaudi dabei. Ich muss noch diese eine besondere Stelle möchte ich hervorheben, wo der Kollege mit der Tuba mit dem Sombrero reingekommen ist. Das ist göttlich, ja. Ja, also es war spitze, es hat gelebt, es war Spaß dahinter, man hat gesehen, ihr macht das nicht nur für Geld, unter Anführungszeichen, ja, sondern es taugt euch auch. Ja, und das ist, was mir besonders gut gefällt. Ich finde, jemand versteht was von Musik, wenn er sich nicht auf eine Schiene festlegt. Und das war halt jetzt, es heißt zwar euer Programm Church Goes Jazz, aber es war, glaube ich, nicht nur Jazz-Elemente. Es ist alles, es ist von Pop, Rock, geistliche Lieder, Spirituals, es ist die ganze Bandbreite drin. Und das ist sehr gut hervorgekommen, also das hat mir sehr gut gefallen. Welche Altersgruppe spricht diese Musik an? Durchaus gemischt, also wir haben es gesehen, dass also sehr viele Jugendliche oder junge Leute auch hier waren und natürlich auch die älteren Bevölkerungsgruppen sehr stark vertreten waren.
und auch, dass das Feedback von beiden Seiten sehr positiv war. Man sieht von 14 oder noch jünger bis zu Pensionisten sämtliche Generationen vertreten und sie waren eigentlich alle begeistert. Es war auch sehr viel Jugend anwesend und es waren auch ältere Leute anwesend und alle waren begeistert. Jeder, der ein bisschen ein Musikfreund ist oder gern Musik hört, war davon begeistert. War echt toll. Es ist für jeden was dabei. Also für Junge auf jeden Fall interessant durch die moderne Musik und Jazz-Standards werden ebenso gespielt wie Kirchenlieder. Ein sehr interessantes, gemischtes Programm. Mein Vater ist 79 und den hat das genauso begeistert. Also der war auch hin und weg, genauso wie ich. Ja. Ich glaube, es ist eigentlich für alle was. Also es ist genauso für die Jungen und auch für die Älteren und auch für Eltern. Es ist wirklich für jede Altersgruppe was dabei. Ja, genau, da könnte jeder hingehen. Naja, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, also mich hat es auch angesprochen. Also ich kann mir vorstellen, dass das andere Leute auch berührt oder anspricht. Also nachdem ich mich selbst nicht mehr ganz zu den Jungen zähle, denke ich, dass eigentlich fast alle Altersgruppen damit angesprochen werden, weil ja Jazz, Swing, Rock und alles, was eben da vorkommt, ja ein breites Publikum anspricht. Also grundsätzlich ist es so, dass heutzutage natürlich die meisten Leute, die zu Konzerten, zu Veranstaltungen kommen, sind eher ältere, die ältere Generation, aber durch das Repertoire, durch die verschiedensten Musikstilrichtungen, die es da jetzt da bietet, von älteren Bekannten bis zu neuen modernen Liedern, ist auch so, dass die Jugend angesprochen ist. Und man sieht so bei den Konzerten, dass beim ersten Mal waren hauptsächlich bei uns auch in Nickelsdorf eher ältere, aber dann danach waren es dann auch junge, weil es eben das rumgesprochen hat, dass das sehr wohl auch für Jugendliche da ist. Also ich glaube, die Alten spricht es an, weil sie sehen, dass Junge kommen und erstaunt sind, wie viele Junge da auf einmal in der Kirche sind und wie viele junge Menschen sich engagieren und da beitragen. Die Jungen spricht es an, weil es etwas ganz anderes ist, also nicht zu vergleichen mit dem Sonntagsgottesdienst und der klassischen Liedbegleitung mit Orgel. Insofern spricht es wahrscheinlich jung und alt an, wirklich die kleinen Kinder durch die Bewegungen, die da sind und dieses leichte Tanzen oder Mitmachen von den Sängerinnen, kann ich mich genau noch erinnern, wo man einfach gerne hinschaut, bis hin zu den Alten, die einfach mal neue Klänge in der Kirche hören. Ich denke mal, dass es beide Gruppen ansprechen wird. Ich glaube, dass das sehr viele unterschiedliche Generationen anspricht und das, glaube ich, ist das Besondere und deshalb hat man auch gesehen, dass hier die Kirche proppenvoll war und, glaube ich, jeden begeistert hat. I think it appeals to everybody. Ich bin zwar schon ein älterer Jahrgang, aber ich glaube, es spricht auch ältere Leute an. Die gefällt wirklich vielen. Also sowohl von den Schulkindern waren viele da, bis auch viele von den Älteren. Das finde ich auch das Schöne. Wenn es wirklich dazu kommt, würden Sie selbst eine CD haben wollen? Unbedingt. Glaube ich schon, ja, gerne. Ich hoffe, ihr macht eine. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Wäre sehr empfehlenswert, würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Jeden Fall, ja. Sicher. Ja, kann man immer brauchen. Ja, ich denke schon, dass sich die gut verkaufen lässt und ich werde mir natürlich auch eine zulegen. Ja, so in einer stillen Stunde, wenn man jetzt so ganz gut drauf ist, dass man sich das wieder mal anhört, ich glaube, das bringt dann wieder Freude zurück. Würde mich freuen, wenn ich es wieder hören kann. Would I want one? Oh, definitely. Absolutely, yes I would. Also ich würde mir schon eine kaufen. Ich glaube auch, dass es interessant wäre, selbst für uns von der Kirche vielleicht, wenn wir ein paar haben in der Pfarrgemeinde, wenn man so als Geschenk weitergeben kann. Es sind immer wieder Anlässe, wo man froh ist, dass man dann so gute und interessante Dinge hat, die man weitergeben kann. Ich würde es hören privat, weil ich immer wieder auf der Suche nach so Mutmachliedern bin, die ich im Auto höre. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich so ein Lied von George Goes Jazz am Weg in die Arbeit höre, um mich gut in Stimmung zu bringen. Also für mich wäre es schön, wenn ich eine CD hätte, dann könnte ich nicht nur bei Konzerten, sondern auch bei meinen vielen Autofahrten nebenbei eben diese Musik hören. Auf jeden Fall, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut, wirklich. Also mir gefällt generell Jazz sehr gut und gefallen auch Gospels, Spirituals, aber ich glaube, ihr habt es da wirklich mit euren Arrangements und euren Darbietungen das wirklich noch weit hinaus arrangiert und finde ich noch viel mehr eine gebracht und hinein musiziert als was wirklich, ich meine, die Lieder sind ja teilweise oder großteils bekannt,
Aber ich finde das ganz toll. Also würde ich sicher machen, auf jeden Fall, lege ich mir nicht zu. Und ich freue mich wirklich schon auf die CD und aufs nächste Konzert. Es wäre großartig, wenn ihr CD aufnehmen würdet. Top, weiter so und sponsert das junge Team. Ja, das muss gefördert werden. Also erstens einmal danke für diese wirklich herzerwärmenden Worte. Es freut mich natürlich besonders, dass unser Projekt Ihnen so gut gefällt. Jetzt geht es aber ums Eingemachte. Was wollen wir denn? Wir wollen die CD finanzieren und zwar mit Crowdfunding. Das heißt, es ist ein Finanzierungssystem, bei dem man nicht einen großen Geldgeber sucht, weil so etwas findet man ja heutzutage eh nicht mehr, sondern als Gemeinschaft, als Masse mit vielen kleinen Beiträgen große Summen erreicht. Wir haben uns das ausgerechnet und eine wirklich professionelle CD-Aufnahme kostet uns in etwa 6.500 €. Das ist viel Geld. Aber wenn man bedenkt, auf wie vielen Orten wir schon gespielt haben, wie viele Menschen immer da waren, es ist nicht unmöglich. Wenn wir es Hausnummer 650 Leute geben uns 10 €, sind wir schon dabei. Für Sie sieht das folgendermaßen aus. Wir haben unser Ziel, 6.500 €. Wenn wir das nicht erreichen, gehen alle Spenden, die Sie getätigt haben, wieder an Sie zurück. Das heißt, Sie haben überhaupt kein Risiko. Oder das Ziel wird erreicht oder sogar drüber und wir bekommen das Geld, können die CD aufnehmen und Sie haben das finanziert, wofür Sie Ihr Geld auch hergegeben haben. Sie spenden also nicht irgendwo ins Ungewisse, sondern wirklich für etwas Handfestes. Außerdem ist die schöne Sache, gibt es auch solche Goodies, also Geschenke. Wenn Sie gewisse Beträge zahlen, erhalten Sie etwas dafür. Zum Beispiel, das verrate ich gleich, wenn Sie 15 € uns spenden, dann erhalten Sie, sobald die CD fertig ist, diese dann gratis. Das heißt, Sie zahlen die CD quasi im Vorhinein, obwohl es sie noch nicht gibt. Und wenn es sie dann gibt, bekommen Sie sie wunderbar. Also Sie zahlen nichts umsonst. Sie geben uns Geld nicht einfach so, Sie bekommen etwas dafür. Das Ganze läuft über eine deutsche Firma für Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und heißt Startnext. Sie finden unsere Seite mit unserem Ziel, mit unserer CD-Produktion und wie Sie dort spenden können auf der Homepage www.startnext.at/CGJ für Church Goes Jazz. Schauen Sie dorthin, dort finden Sie alle Details, auch wie es geht mit Überweisung, Sofortüberweisung, Kreditkarte etc. Bitte, bitte helfen Sie uns, wir sind auf Sie angewiesen, aber wir gemeinsam schaffen das, glaube ich. Weil wir machen wirklich von Herzen Musik, wir machen es gerne und ich glaube, Sie merken das und wir geben Ihnen gerne eine CD, wenn Sie uns Ihr Vertrauen und ein bisschen was von Ihrem Geld geben. Wir brauchen also keine großen Beträge, wir brauchen nur viele Einzelne, die kleine Beträge zahlen. Also empfehlen Sie es weiter, erzählen Sie allen davon, werben Sie dafür, helfen Sie uns, die Botschaft zu verbreiten, dass wir hier Geld sammeln und dann bin ich überzeugt davon, dass wir das Ziel auch erreichen werden. Und wir, so wie Sie, die CD dann bekommen und anhören können. Dankeschön.